So, einen wunderschönen guten Morgen. So, nachdem ich denn ja heute gut geschlafen habe, bei meinen 3 Freunden, bin ich mittlerweile wieder auf dem Weg. Wenn es gut geht, schaffe ich das heute bis Amman. Und ja, hier sehe ich schon mal, was ihr jetzt auch seht, so eine kleine Seilbahn. Da werden wohl irgendwelche Gegenstände mit rüber gefahren. Und da unten ist der Fluss. Durch den müssen wir irgendwo durch. Aber erstmal gehen wir hier noch rauf. Und dann muss irgendwann die Stelle kommen, wo wir durch den Fluss durch müssen. Bevor ich da durchgehe, werde ich frühstücken. Und dann seid ihr natürlich dabei. Bis gleich. So Freunde, die Stelle ist da mit der zerstörten Brücke. Ihr seht sie. Und ich versuche jetzt hier gerade mal eine Stelle zu finden, wo ich durchkomme. Aber es ist so viel Wasser in dem Fluss. Normalerweise soll der Fluss nicht so viel Wasser haben. Aber heute sind die Stellen hier hüfthoch. Das heißt, ich bekomme hier gleich wirklich einen richtig nassen Hintern. So, das ist aber die Stelle, wo ich rüber muss, denn da drüben, da geht mein Weg weiter. Ja, und jetzt ist die Frage, wo gehen wir rüber, damit wir nicht allzu sehr einen nassen Hintern bekommen. So. Aber ich glaube, bevor ich da durchgehe, muss ich nochmal frühstücken. Denn das ist der Weg. Ich glaube, das ist der beste Weg, den ich nehmen kann, durch den Fluss. Denn alles andere ist Essig. Leute, wenn ich da auf den Arsch fliege, ne, dann habe ich ein Problem. Tja, Jordanien. So, bis später. Ich melde mich von der anderen Seite. So, Freunde, ich stehe jetzt mitten im Fluss und die Strömung ist so stark, man muss echt aufpassen, dass man hier nicht mitgerissen wird. Denn das ist echt geil. Wahnsinn. Und ich merke auch, es wird verdammt kalt. Also lasst uns zusehen, dass wir da rüberkommen. Wahnsinn. So, die Socken sind wieder sauber und jetzt wird gefrühstückt und dann geht es weiter. Bis später. So Leute, geschafft. Wir sind auf der anderen Seite. Ihr auf trockenen Fußes. Ich schön dadurch. Da ist meine Brücke. So, ich trockne mir jetzt meine Sachen und dann geht's weiter. Jetzt wird gefrühstückt.
Bis später. Tja, und nach dem Fluss bin ich dann immer weiter dem Weg gefolgt. Und man sieht, diese Straße ist schon länger nicht mehr benutzt worden. Deshalb ist wohl auch die Brücke nicht mehr repariert worden. Ja, dann habe ich hier mal ein Zeichen gesetzt. Da habe ich dann einen Aufkleber rauf gemacht, damit Leute, die nach mir kommen, den Weg auch finden. Und dann habe ich was Spannendes entdeckt. Ein altes Haus, was entweder nie fertiggestellt wurde oder einfach nur verlassen ist. Da bin ich ein bisschen drin rumgelaufen, habe mir das angesehen und das war sehr, sehr spannend. Tja, und nach dem Haus habe ich dann wieder einen alten Freund getroffen. Da stand nämlich ein schönes Pferd oben am Hang. Und hier mein Beduinenfreund, der es nicht verstehen konnte, dass ich laufe, der mich schön den Berg mit hinaufgenommen hat. Und ich war auch sehr, sehr dankbar. Danach habe ich mir ein zweites Frühstück gegönnt. So, mittlerweile sind wir wieder an der Außengrenze, der Außenstadtgrenze von Amman angekommen. Phänomenal. Nochmal von 2 Leuten mitgenommen worden, die es gar nicht verstehen, dass man zu Fuß geht durch Jordanien. Und ich konnte das denen auch nicht ausreden, dass sie mich haben gehen lassen. Und der eine hat mich gerade noch eben richtig eingeladen zum Mittagessen. Foto seht ihr gerade, eingeblendet. Ja, jetzt hat er mich direkt an der Hauptstraße rausgelassen, Richtung Amman, Innenstadt. Und wir haben jetzt noch so 10 Kilometer die Straße runter. Und dann sind wir Downtown Amman. Und dann werde ich zu meinen Freunden gehen vom Sydney Hotel. Werde mich dort einquartieren, meine Klamotten waschen und dann schaue ich mal, was wir morgen machen werden. Ob wir morgen direkt weitergehen oder ob es einen anderen Plan gibt. Auf dem Jerusalemweg ein ganzes Stück vorwärts gekommen. Der gesamte Weg ist 7500 Kilometer lang, beginnt in Santiago de Compostela, Spanien und endet in Jerusalem. Der Johannes, der diesen Weg vor 10 Jahren ins Leben gerufen hat, ich verlinke euch das unten. Da könnt ihr auf die Webseite gehen, könnt ihr euch mehr Informationen holen über den Jerusalemweg, wenn ihr das denn wollt. Und denkt dran, wenn ihr mehr sehen wollt, abonnieren drücken und das Glöckchen und dann läuft das. Bis später.